Gemorgens, liebe Geschwister, ich grüße euch in dir Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Es war ein ganz besonderer Tag. Es ist ein Tag, was der Herr gemerkt hat. Und zwar, wie von der ganz anders Gottesdienst feiern als gewöhnlich. Gewöhnlich haben wir uns am Stelle Freitag oder am Sonntag immer wieder treffen. In aller Taub sein, von der ist es ganz anders. Aber ein Ding, wo wir uns immer freuen können, dass Gott sein Wort ist lebendig. Gott sein Wort ist von der nach Praxis, dass jeder Tag gewusst ist und Gott ist noch immer an Kontrolle. So das ist, was der Fall wird ist. Wir wollen uns von der eine Frau beantworten, wer ist würdig, diesen Preis zu betonen. Wir sehen dort, dass die Menschheit, meistens als Gott gemerkt hat, voll die Menschheit in den Sünde. Wir wollen uns von der in Vers lesen, in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 21, die soll uns, die gibt uns eine Antwort darauf. Wer würdig ist, diesen Preis zu betonen, dass der Mensch in Gott versöhnt werden kann. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 21 sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Charles Spurgeon hat mal gesagt, dass das Vers ist das Wort von dem Evangelium. Wenn hier sehen wir dort, dass Gott, dass Jesus an seine Vollkommenheit, er jäuft dort auf, er nimmt unseren Sinn ab sich und stirbt dafür, und er jäuft uns dort, was er hat, die Gerechtigkeit, was für Gott gelten hat. Und dort werden wir uns von der bekehren, diese Lösung, was Jesus Christus am Kreuz für uns vorgemerkt hat, dass eigentlich auch kein Gerat werden. Wenn wir nach Beten wieder gehen. Himmlischer Vater, wir kommen fertig dieses Morgens. Herr, ich danke dir für deine Liebe. Herr, ich danke dir für deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Herr, und dass du den Weg gegangen bist im Kreuz für mich und für jeder Zuhörer von dir. Du hast den Preis betont und wir danken dir dafür und möchte dein Name verherrlicht werden. Amen. So, wir wollen von der Kirche erstens nur der Wort mögt Jesus würdig, dessen Preis zu betonen. Vielleicht der erste Part von den Vers, der von keiner Sünde wusste. So Jesus wie vollkommen, weil wir uns dort bekehren. Und zweitens, wenn wir bekehren, sein Opfer, so er wird für uns zu Sinn gemerkt. Und drittens, wenn wir bekehren, nur sein Geschenk. Dort wir wurden an Christus die Gerechtigkeit worden, die für Gott gelten hat. So unsere eine Gerechtigkeit reicht einmal nicht zum gerecht für Gott stehen. Und nicht für uns da, wenn wir an Christus sind, dann haben wir diese Gerechtigkeit, was für Gott gelten hat. Einmal nicht unsere eine Gerechtigkeit, aber die Gerechtigkeit von Jesus Christus. So, wir kommen zu unserem ersten Punkt. Jesus Christus ist würdig. So, was macht ihn würdig? Wir sehen das erste Part von den Vers, da wird von keiner Sinn weiten. Aber ich denke, um diese Lehre völlig zu bekennen, muss wir sehen, was wird hier das Problem? Was muss hier gelöst werden? Wenn wir kicken down in die ersten paar Kapitel im Alten Testament, da sehen wir dort, hat Gott den Menschen gemerkt, er hat ihn so erscheinen gemerkt, aber er hat ihnen gesagt, dass sie von dem einen Baum nicht die Frucht eten dürfen, aber sie deuten. Und dort gibt eine Spülung. Weil Gott ein heiliger Gott ist,
meint hij kon nicht mit de zin wat te doen haben. En dat dit Verhältnis zwischen Mensch und Gott ganz zwei merken. Aber wir wollen checken, auch was von Gnade Gott wie dein tun. Was ich interessant finde, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, was Gott nach reden hat mit Adam und Eva und die Schlange, so wie dort Gott sagt, du all, ich will wem schicken. Du wird eine Lösung passieren für diese Trennung zwischen Menschen und Gott. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So hier prophezeit, hier sagt Gott all, du wird wer kommen, der wird den Feind, den auf den Kopf kloppen. Dort bedient so viel, du wird ein Sieg. Du wird ein Sieg kommen über den Feind. Der Feind will gekommen, das alle zu verdorben, aber Jesus Christus wird kommen. Und das wird wir von der vieren tun. Wo Jesus Christus gekommen ist, auf die Erde, unsere Sünden auf sich zu nehmen. Und dort wird du zwei gemerkt wird, in 1. Mose Kapitel 3, dort kam er zu lösen. Und wenn wir uns die Frage stellen, wer ist würdig, so wie dort kein Mensch ist ever fähig. Wenn wir durch das Alte Testament lesen, dann so wie so viel Glaubensmänner, wie so ein David, nun Mann, nun Hort Gottes, aber er versündigt sich. Er voll in Hurerei sogar in Mord. Wir kijken vielleicht auch nach Moses, aber Gott sieht ham, redet den Stein, er schlucht den. So wir sehen dort, du wird keine Lösung für den Sinn, erst wird durch Menschen. Keiner ist würdig von den Menschen, aber von der in unserer Tagsvers sagen wir hier, da, wo du von keinem Sinn wirst. Das wird ein Requisito, wo du musst erfüllt werden. Für jemand, der die Menschheit raten will. Ich denke, uns ist alle bekannt, wenn wir mit Papieren schaffen, dann wird uns ein Sadel mitgegeben. Das sind die Requisitos, wo die fehlen dort und das Papier mehr. Und ein Requisito, wo du hast, diese Sinn zu betonen, das muss jemand sein, was sinnlos wird. Und das wird allein Jesus Christus. Wenn wir kicken down in 2. Mose Kapitel 12, Vers 5 sagt, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, daran kein Fehl ist. So ein Lamm sollen sie im Alten Testament nehmen, diese Sinn zu bedeuten. Diese Lamm, diese Schub, die können nicht den Sinn betonen. Und das wird ein Teken ab dort, was kommen wird. Das wird ein Tag ein vollkommenes Lamm Gottes wird kommen. Der würde Sinn von der Welt wegnehmen. In 3. Mose Kapitel 16, Vers 20 sagt es auch, und wenn er die Sühnung vollendet hat für den Heiligtum und die Stiftshütte und den Altar, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihn alle Schuld der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen, allen ihren Sünden bekennen, und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht in der Wüste, fortschicken. Und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen, und er schickte den Bock in der Wüste. So hier sei wie ein Bild. Wie so ein Bild von einem fehlerlosen Lamm. Aber das Bock, der Sinn soll dann abgelegt
en die zullen in de wüste neerschickt. Dat is een beeld waar die Menschen ihre Sünden wahrgenommen worden. En we kunnen zijn, wir worden bedacht über dit fehlerlose Lohn, wat er komen wordt. Dort wordt de Sünde ihrer Welt wahrnehmen. Wenn wir uns die Frage stellen, wer ist würdig, diese Sünde wahrzunehmen, wenn wir bis an uns weltliches System denken, dann kann es sein, wenn jemand einen Schuldzettel hat von ein paar Millionen $, wer wird würdig sein, das zu bezahlen? Allein jemand, der das Geld wird haben. Ich kann sagen, ich würde das tun, aber ich würde es nicht erfüllen können. Wenn ich das nicht. Aber jemand, der das Geld hat, der wird kann sagen, ich würde das bezahlen. Und so wird es auch mit Jesus Christus. Das Requisito, was wir, das sollen ein fehlerloser Lohn sein, so wie das wir allein Jesus Christus, was das erfüllen können. Wir dürfen die zur Bibel stehen, in Matthäusbrief durchgehen. Und wir haben viel über die Zeit von Johannes geredet. Und viele Menschen, die kommen zu Johannes und sagen, bist du der, wo du kommen soll? Bist du mit uns der Messias? Bist du der, wo die Welt kommt zu raten? Und er sagt, nee, ich bin nicht der, wo die Kampf wäre. Und dort fingen wir in Evangelium Johannes 1, Vers 9, finde ich. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Hier mit uns sagt Johannes, kick mal, du bist jemand, du kommst das Lamm Gottes. Du bist das vollkommene Lamm, dieser Wort, den Wach aufmerken, der Wort, die Sünden von der Welt wegnehmen. Aber nicht, dass wir nicht einmal bedacht worden. Du wird einmal auf eine Verheitung, dass du wird kommen. Und nu mit uns wird die Sünde von der Welt weggenommen. Und wir sehen dort, wir wollen das hier sehen in den nächsten Tagen, was wir lesen wollen, in 1. Petri, dort das allein durch das Blut Jesu Christi schaffen wird, wird diese Sinn wahrnehmen können. Werden sie wie so tätlich, so weltliche Sonne. Wir denken vielleicht ans Geld. Wir haben unsere Sicherheit an ans Geld. An unsere Dinge, was wir uns taub schaffen tun. Wo uns sagt das Vers hier in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 sagt, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als ein makelloses und unbeflecktes Lamm. So hier sagt er, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen losgekauft worden. Es ist allmählich, das ist das, was uns kann loskaufen. Nicht Silber und nicht Gold. Aber, sagt er, sondern mit dem kostbaren Blut Jesus Christus. Ein fehlerloses Lamm. Das wäre Jesus wird. Ein fehlerloses Lamm. Du kannst schon mal wer nur Jesus wiesen und sein, der hat du auch getan. Er wird vollkommen. In 1. Johannes 3, Vers 5 sagt, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. In ihm ist keine Sünde. Jo, ab zwar die Menschen immer waren nur eine Sinn sagten. Sie sagten nur Fehler. Die Pharisäer und Schriftgelehrten erzählen, wie Jesus umzubringen. Und damit deuten sie dann erst Wort am Beschuldigen. Sogar in Matthäus Kapitel 26 soll wieder unsere falsche Zeugen sich abfordern, wo die selben Lehnes reden gegen Jesus. Allein erzählt zu erfüllen, Jesus umzubringen.
In Hebräer Kapitel 4, Vers 15 lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht in aller Halben gleich wie wir, doch ohne Sünde. So Jesus ist in alle Stärken charakterversorgt ist wie in doch ohne Sinn. Kraft diese Sinnlosigkeit, dort mög am den vollkommener Kandidat am unsere Sinnen zu betonen. Jo, er wird 40 Tage in der Wüste, wo er fasten deut und wo er nur dem Säuerwort versorgt wird, als er am schwachsten wird, baut der Fiende an, wo er merkt nicht Brot von den Steinen, er wurde am höchsten nicht vom Tempel rauf, weil der Engel die kommen fangen, er wurde am Betz mir nicht an, und er gebe die Königreich von dieser Welt. Er aus in den Garten Gethsemane wie du prachtige Gott, wandelten oder war ich hier? Und wann nicht, ich will nicht mein Willen, sondern dein Willen. Und als er ist die Kreuzig wird, hat er könnt, sich Legionen Engel fordern, aber er deut nicht. Warum deut er das nicht? Wenn er wisst, dass wir die einzige Weg für mich und für die geraten wollen. Wir kommen zu uns zweiter Punkt, sein Opfer. Für uns zu sein gemerkt. Zuerst in den ersten Punkt sagen wir, heu, der wird von keinem Sinn wissen. Nun sagen wir, heu erst für uns zu sein gemerkt. So, heu wird Sinn für uns. Heu wird nicht ein Sünder. In den Sinn, dass er gesündigt hat. Dass er nicht doch Fehler gemerkt hat. Aber heu nimmt einfach den Sinn, was er und du getan haben. Der wird er und du kaum nicht betonen können. Der Sinn nimmt er auf sich. In Jesaja Kapitel 53, Vers 12, werden wir uns den Vers lesen. Und sich unter den Übeltätern zählen ließ und die Sünde viele getragen und für die Übeltäter gebetet hat. So hier sehen wir dort Jesus wird manche Übeltäter geteilt. Er wird gekommen, um den Menschen zu raten. Er wird gekommen, aus das einzige Ticket loszukommen von der Sinn, von der Sinnenschuld. Da war der Friede können worden zwischen Gott und dem Mensch. In einem Wort manche Übeltäter geteilt. Nicht bloß starb er zwischen zwei Übeltäter, aber einem Wort du manche geteilt. In einem Wort schrecklich behandelt. Das Haar, was sein Leben könnte geben für uns, um uns zu raten, am Wort auf das gefährlichste, manche gefährlichste Verbrecher wird an die Kreuzig. Durch Jerusalem, wo alle Menschen am sein können. Markus 15 sagte viel, wir wollen die Verse nicht lesen, am Titsalm, wo in Vers 24 sagte, sie deuten Lasser tragen für seine Kleider. Dort bet wat hij ihnen deutet, wordt uitgelast. Und dann wordt ein Schild aufgestellt, der König der Juden. Und dann können die Juden noch sagen, no, das anderen. Er sagt, er ist der König der Juden. So, sie wollen am du aus dem Lehner durchstellen. In Vers 27 soll wie er erst verschen, zwei Übeltäter. Unehrliche Satzlose wird am gerechnet. Das Lohn Gottes, was mir in die kommt raten, was mir in die Städte und Kriegs nun, wird das dit behandelt. Und was mich so traurig merkt, und ich denke, wenn wir überdenken, was wir alle sind, die Menschen sind, sind wir alle mit angewasst. Und die Vorübergehenden lasteten ihn,
schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. So wird er veracht. Nicht bloß kaum er den Sinn betonen, was die Menschen daran vorbeigingen, schadeten sie mit dem Kopf. Habe ich das mal gefällt? Wenn jemand vielleicht uns nicht leiden kann, mit dem Kopf schadern? Was für eine Verachtung. Jesus kam und er nahm meine Stede am Kreuz. Ich hatte sollt hängen am Kreuz. Du hattest sollt hängen. Aber er nahm das für mich. Er nahm die Nägel durch seine Hände und durch seine Feut. Er nahm die Dornenkroon auf sein Haupt. Und wurde eine Krone auf dem Kopf abgekielt, weil die Specker so an sein Kopf kielten. Der Spieß wurde in seine Seite nehmen. Der hat in meine Seite sollen getan worden. In der Verachtung von den Menschen, als sie da vorbeigehen dann. Wenn wir kicken dann in Hebräer 9, Vers 22, du hast keine Vergebung für die Sinn und das Blut schält. Selbst war Jesus hier schrecklich gequält wird, so wie das wieder einzige Möglichkeit, dass eigentlich geraten werden. Er wird das einzige Lamm, was er würdig wird. Er nahm meine Schuld und deine Schuld auf sich. Dass diese Versöhnung stattfinden. All unsere Sünden können wir von dir in den Kreuz bringen. Wollen wir uns noch ein paar Verse lesen in Matthäus, Kapitel 27. Matthäus, Kapitel 27, Vers 44 und 46. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nu soll wir dort, nur all sein Leben dreht Gott die Fuder sein Kopf weich. Er kann nicht auf diese Sinn checken, was von der Sinn, was eigentlich getan haben, was nicht auf Jesus liegt. Du musst Jesus den Sinn betonen. Ich denke, das ist das schwierigste Zeit, was Jesus hier durchgegangen ist. Dass Gott die Fuderarm verloren hat. Ich habe nicht sein, wie viel wird das ist, dass Jesus unsere Städte nehmen wird. Er nimmt meine in deine Städte am Kreuz. Ich hatte sollt hängen. Du hast sollt hängen. Und nu treten wir kijken naar das grote Geschenk, was uns das geben wird. Dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. En Christus. Die Bibel redet viel von, wenn wir en Christus sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Was für ein großes Geschenk, dass wir, dass heute, was die von keine Sinn wissen, der Sinn wird für uns, dass wir an die Gerechtigkeit haben können, was nu für Gott gelten wird. Jesus war zu Sinn gemerkt, dass eigentlich gerecht sein. Römer Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Was für eine scheine Nachricht, nicht so? Nur, dass Jesus Christus das gelitten hat, das gestorben ist für uns, am Kreuz auf Golgatha. Was für eine scheine Botschaft,
Keine Verdammnis. Wenn wir Jahren einmal diese schwere Lud haben mitgedreht, verdammt zu sein. Und nu mit uns als das Erlösungswerk vor dich. Nu sagt die Schrift uns, du hast keine Verdammnis mehr, wenn wir in Christus Jesus sind. Auch in Römer 4, Vers 18 und 19 sagt es, also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Gerechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch die Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. So aus der Sinn, dass ein Mensch nennt, kam in der Welt, so durch Jesus durch entstehen für uns. Heute deut den Sinn betonen. Hast du mal persönlich dort Geschenk angenommen? Es uns dann auch so steht in Markus Kapitel 15. Vorbeigehen und schädern ans Kopf, wenn von Jesus geredet wird. Vielleicht schädern wir mit dem Kopf, wenn jemand von Jesus redet, sagt, wir können diese Radung sicher haben. Wusst du und du von dir? Möcht Gott uns genug schenken, die wirklich das wird achten, das vollkommene Lamm Gottes, das vollkommene Lamm, der wird keinen Sinn wissen. Hij wordt Sinn für uns, das eigentlich kann geraten werden. So das bin ich für dir sehr dankbar für. Und möchte Gott uns auch wieder im Nachdenken segnen über diese Auszeit. Wir sehen dort, Jesus starb für unsere Sünden, er raubt euch das Ass vor dich. Die Sünden werden nicht betont. Und er stund auch ab von den Tod. So mag Gott sein Wort segnen. Amen. Wir haben noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe, für dein Wort. Herr, was du an der Stelle und Tritt genommen hast, magst du uns wieder leiden, führen mit deinem Heiligen Geist. Durch diese Außenzeit, die wirklich können nur denken, was du getan hast für uns. In Jesus' Namen. Amen.